Raffaela Edelbauer vertritt die Ansicht, dass es eine absolute Wahrheit gibt, die weder subjektiv noch ein soziales Konstrukt ist. Die postmoderne Ära, die durch Konstruktivismus, Dekonstruktion und Relativismus gekennzeichnet ist, hat laut ihr zum Aufstieg des Populismus, zu Verschwörungstheorien und zur Sabotage der Wissenschaft geführt. Um diesem Niedergang entgegenzuwirken, fordert sie eine philosophische Revolution und betont die Bedeutung eines absoluten Wahrheitsbegriffs in politischen Maßnahmen. Viele Menschen teilen diese Ansicht und fühlen sich von der Flut an Fehlinformationen und Propaganda überwältigt. Sie verzichten jedoch aus Angst, als autoritär zu gelten, darauf auf einer absoluten Wahrheit zu bestehen. Edelbauer kommt zu dem Schluss, dass dieses Zugeständnis an die Subjektivität zu einer theoretischen und politischen Krise geführt hat, die nur durch philosophische Mittel überwunden werden kann. Edelbauer hat sich in ihren bisherigen Büchern als Autorin erwiesen, die komplexe philosophische Fragen in kunstvolle Sprachgebilde fasst. Mit ihrem neuen Roman »Die echtere Wirklichkeit« führt sie diesen Anspruch noch einmal radikal weiter. Im Zentrum steht die junge, querschnittgelähmte Erzählerin By Proxy, die nach ihrer Entlassung aus einem Heim für junge Erwachsene in eine Wiener Aktivistengruppe gerät. Die Gruppe nennt sich Aletheia, nach dem griechischen Begriff für Wahrheit, und versteht sich als Bollwerk gegen Verschwörungstheorien, Fake News und die Erosion des Wahrheitsbegriffs. Zunächst treten die Aktivisten mit künstlerischen Interventionen auf, bald aber radikalisieren sie sich. Aus Wahrheitssuchern werden Fanatiker, die sogar Anschläge in Erwägung ziehen. Edelbauer zeigt hier, wie leicht sich ein absolut gesetzter Wahrheitsanspruch in Gewalt verkehren kann und wie fragil die Grenze zwischen intellektuellem Idealismus und ideologischem Furor ist. By Proxy selbst bleibt dabei eine schillernde Erzählerin. Sie verschweigt, dass sie Woche für Woche die Mutter eines Mädchens besucht, das bei ihrem Unfall ums Leben kam. Damit stellt Edelbauer die Frage, ob es überhaupt eine echtere Wirklichkeit geben kann oder ob jede Wahrheit immer auch von Lüge und Verdrängung durchzogen ist. Der Roman spiegelt damit die Debatten unserer Zeit über alternative Fakten, über Populismus, über den Missbrauch der Wahrheit als Machtinstrument. Er ist philosophisch anspruchsvoll, stilistisch kunstvoll, aber auch bewusst rätselhaft angelegt. Einfach Antworten bietet Edelbauer nicht, vielmehr lädt sie zur Reflexion darüber ein, wie wir als Gesellschaft mit Fakten, Ideologien und Wahrheitsansprüchen umgehen. So ist die echtere Wirklichkeit ein ebenso faszinierendes wie verstörendes Buch, ein literarisches Gedankenexperiment über die Grenzen von Erkenntnis und die Gefahren absoluter Gewissheit. Edelbauer greift in ihrem Roman zentrale gesellschaftliche Fragen rund um Wahrheit, Lüge und Manipulation auf. Sie spiegelt damit die gegenwärtigen Debatten um Populismus, alternative Fakten und der oftmals machtpolitisch missbrauchte Wahrheitsbegriff. Im Laufe der Geschichte werden aus Überzeugungstätern zunehmend Fanatiker, und der Roman wirft die Frage auf, wie weit ein konsequenter Kampf für Wahrheit gehen darf oder wann auch die Wahrheit zur Waffe wird. Die Romanhandlung bleibt dabei bewusst rätselhaft und bietet keine einfachen Lösungen. NDR und Stuttgarter Nachrichten insgesamt ist Die echtere Wirklichkeit ein literarisch und philosophisch anspruchsvoller Text, der aktuelle gesellschaftliche Krisen rund um Wahrheit und Wirklichkeit fiktiv zuspitzt und zur Reflexion über den Umgang mit Fakten, Ideologien und Wahrheiten anregt.